Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil unserer Erfahrungsberichtsserie. Letzte Woche ging es ja eher um das Leben und Arbeiten im Van und diese Woche kümmern wir uns eher um die Technik. Wir haben ja mittlerweile schon 2 Fahrzeuge komplett selbst ausgebaut und wir haben viel Erfahrung mit verschiedenen Bauteilen sammeln dürfen, auch mit verschiedenen Werkzeugen, was man auf jeden Fall braucht und was man vielleicht auch weglassen könnte. Und welche Produkte sich für uns durchgesetzt haben, das erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß dabei! Ihr wisst ja, dass wir auch im zweiten Fahrzeug wieder auf ein Fiat Ducato Derivat gesetzt haben. In dem Fall jetzt ein Peugeot Boxer, die sind baugleich. Unser Hauptgrund, warum wir diese Fahrzeugserie ausgesucht haben, ist die Boxy-Form, also die eckige Form, die relativ breit ist, damit man hinten ein Bett quer reinpacken kann. Aber auch so bietet die Fahrzeugserie sehr, sehr viele Vorteile. Beispielsweise sind die Ersatzteile relativ günstig gegenüber anderen Fahrzeugen. Einen klaren Nachteil haben die Fahrzeuge jedoch. Gegenüber den Sprinter und den Craftern sind die Fiat Ducatos Frontrad angetrieben. Das heißt zwar, dass sie dadurch etwas leichter sind, da sich nicht ganz so viele Teile nach hinten durchbewegen müssen. Die Antriebswelle wiegt ja doch relativ viel. Das hat jedoch Nachteile dann natürlich in der Traktion, da das Fahrzeug in der Regel relativ hecklastig ist und falls ihr auf einem matschigen Untergrund oder schlechtem Terrain anfahren wollt, dann drehen sich die Vorderräder relativ schnell durch. Um da ein bisschen vorzubeugen, empfehlen wir euch auf jeden Fall, falls ihr oft auf Freistehplätzen steht, auf Wiesen oder sonstigem, holt euch All-Terrain-Reifen. Wir durften Erfahrungen mit dem General Grabber sammeln und das macht wirklich einen Unterschied aus, falls ihr euch mal auf einem matschigen Untergrund bewegt. Die haben einfach viel mehr Traktion. Auch auf Sand oder anderem schlechten Geländer ist es einfach von Vorteil, wenn man mehr Traktion hat, wenn man ein größeres Profil hat und wenn die Reifen nicht so schnell durchdrehen. Das hilft euch wirklich und das können wir auch nur empfehlen. Nachteile konnten wir bisher bei den All-Terrain-Reifen noch nicht wirklich rausfinden. Der Spritverbrauch hat sich nicht wirklich erhöht. Auch die Geräuschentwicklung war jetzt nicht wirklich hörbar schlechter. Wir haben bisher noch keine All-Terrain-Reifen auf dem Fahrzeug drauf gemacht, einfach aus dem einfachen Grund, dass die Reifen noch in so einem guten Zustand ist, dass es sich irgendwie schlecht anfühlt, jetzt schon die nächsten neuen Reifen zu kaufen. Kommen wir nun zum eines unserer wichtigsten Anbauteile an unserem Fahrzeug, wie ich finde, nämlich unserem Roof Rack, unserem Dachträger. Kurz, wie kommen wir da hoch? Wir haben ganz einfach eine Teleskopleiter. Man kann natürlich auch hinten an dem Fahrzeug, an der Fahrzeugrückseite eine Leiter anbringen oder an den Seiten. Wir finden es jedoch relativ praktisch, dass man die Teleskopleiter einfach ins Fahrzeuginnere reinmachen kann. Dann ist nämlich keine Leiter draußen, auf der irgendwelche Leute dran hochkraxeln könnten und irgendwas von oben klauen könnten. Wir haben ja ein relativ hohes Fahrzeug und somit ist die Hürde, dass man irgendwas von dem Gepäckträger oben klaut, relativ hoch. Und damit können wir relativ guten Gewissens nachts schlafen und wissen, da spukt jetzt irgendwie keiner oben rum und schraubt irgendwas vom Dach ab oder klaut unsere Surfbretter. Man kann sich natürlich auch überlegen, wenn man da oben jetzt beispielsweise nur eine Dachterrasse hat, dass man einfach eine feste Leiter montiert, dann ist es natürlich ein bisschen komfortabler hochzugehen. Für uns ist das aber die bessere Lösung. So, willkommen von unserem Dach von Pablo. Ihr seht, wir haben uns für einen Dachgepäckträger entschieden und das können wir auch wirklich nur jedem empfehlen, so ein Ding drauf zu bauen, wenn es das Geld und das Gewicht zulässt. Das sind tatsächlich die 2 einzigen Nachteile, die es mit sich bringt, dass es Geld kostet und eben, dass es ein bisschen was wiegt. Wenn ihr das aber drin habt, macht es auf jeden Fall. Ihr gewinnt einfach so viel an Flexibilität, also ihr könnt da wirklich alles draufpacken. Wir haben uns jetzt hier für einen Dachträger von Frontrunner entschieden und wir sind super zufrieden mit dem. Es gibt tausende verschiedene Zusatzbauteile, die man dran bauen kann. Wir haben uns beispielsweise für einen Flaschenöffner entschieden oder wie ihr jetzt hier seht, eine Montiermöglichkeit für Surfbretter. Zusätzlich kann man einfach ganz easy Solarpaneele dran und abschrauben, man kann die verschieben, man kann allen möglichen Quatsch damit machen, man kann eine Dachterrasse drauf bauen, man kann sonst was für Halter dran machen, um zusätzlich Boxen und Kisten hier drauf zu verstauen. Es bietet einfach so viele Möglichkeiten, dass sich das einfach auf lange Sicht wirklich lohnt. Ja, wie ihr seht, haben wir jetzt hier die Surfbretter draufgeschneit und das ist wirklich super, weil wir einfach die Dinger los sind und die nicht irgendwo drinnen rumliegen. Man hätte sowieso keine Möglichkeit, so große Surfbretter irgendwie drinnen zu verstauen, kann man schon, aber das wird dann auf Dauer wirklich, wirklich nervig. Wenn man ein großes Fahrzeug hat, verschenkt man einfach mit einem Dachgepäckträger
Dachträger einfach nicht die Möglichkeit, noch mehr aus seinem Auto rauszuholen. Also überlegt euch das. Ihr seht, wir haben zusätzlich sogar noch einen Scheinwerfer vorne dran, eine riesen LED-Leitbar. Das ist wirklich der Gamechanger, wenn man nachts einen Platz sucht. Das flutet einmal komplett das ganze Gelände mit Licht und man findet einfach viel, viel leichter den Stellplatz, wo man sich hinstellen kann oder wo nicht. Für den Sommer haben wir noch zusätzlich Ösen dran geschraubt, damit man hier ja ein Segel, ein Spannsegel dran machen kann. Man kann hier seine Antennen montieren, man kann hier ja seine Markise montieren. Das hat einfach so viele Möglichkeiten und ihr erspart euch einfach im Nachhinein irgendwie die geklebten Solarpaneele wieder abzumachen. Den Slimline-Dachträger für die Ducato-Serie können wir auch wirklich nur empfehlen. Die Halterungen sind mit dabei, das heißt, ihr könnt die Pilzkopfhalter des Fahrzeuges benutzen und baut dann einfach das Bausatzsystem zusammen. Ist wirklich super easy und simpel. Zum Thema Ausbauen des Fahrzeugs konnten wir natürlich auch schon sehr viel Erfahrung sammeln. Ein Thema, das euch bestimmt jeder Handwerker oder der irgendwas in die Richtung mal gemacht hat, sagen wird: Kauft euch gutes Werkzeug. Das ist wirklich essentiell. Ihr arbeitet damit viel und das ist am Ende auch eine Sache der Qualität. Mit einem guten Werkzeug kriege ich einfach qualitativ was Besseres hin. Das spart euch am Ende Zeit und das spart euch am Ende auch Geld und Material. Und am Ende ist es wahrscheinlich gar nicht teurer, ein gutes Werkzeug zu kaufen, als ein günstiges und dann irgendeinen Fusch abzulegen. Wir konnten das selber testen. Wir haben mit dem ersten Fahrzeug eher günstigere Werkzeuge benutzt. Und naja, was soll ich sagen? Es klappt auch irgendwie, aber es dauert alles länger und es wird ein bisschen unsauberer. Das ist auf jeden Fall der Fall. Ein gutes Beispiel dafür ist eine Stichsäge. Also wir haben im zweiten Fahrzeug für Pablo haben wir uns eine gute Stichsäge von der Marke gekauft. Dabei ist es auch völlig egal, auf welche Marke ihr das setzt. Die großen Marken sind da alle relativ gut aufgestellt und machen qualitativ gutes Werkzeug. Das ist da egal. Aber bei einer Stichsäge beispielsweise kann man einfach bessere Stiche setzen und qualitativ besser arbeiten, schneller arbeiten. Also überlegt am Anfang eines Ausbaus wirklich gut, wie euer Budget für Werkzeug ist. Das kann euch am Ende wirklich den Arsch retten. Ein paar Werkzeuge, die ich jedem empfehlen kann, da ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen, ist auf jeden Fall einen guten Akkuschrauber. Den braucht ihr einfach an allen Ecken und Enden und es geht nicht ohne. Eine gute Stichsäge ist auch zum Vorteil. Bei der Kappsäge muss ich sagen, die ist sehr gut und die braucht man auch gerade, um rechte Winkel hinzubekommen. Da müsste man aber meines Erachtens nach nicht unbedingt ein Markenwerkzeug kaufen. Die braucht man nicht so oft, aber wenn, dann ist es wirklich wichtig. Die nächste Säge ist auf jeden Fall eine Kreissäge. Das ist dann wichtig, wenn ihr die Zuschnitte selber machen wollt. Braucht man nicht in jedem Fall, würde ich behaupten. Es lohnt sich aber meines Erachtens nach einfach bei einem Großhändler mehr Holz zu kaufen und das Holz dann am Ende selber zu schneiden, als jedes Mal zum Baumarkt zu fahren. Ich glaube, die Rechnung geht nicht nur durch die Mehrkosten, durch die Fahrtkosten auf, sondern auch die Qualität des Holzes bei einem Großhändler ist einfach wesentlich besser und ihr könnt die Schnitte von Anfang an genau so setzen, wie ihr das haben wollt. Kreissägen, Handkreissägen mit Führungsschienen und einen entsprechenden Tisch dazu, das ist teuer. Das ist eine Investition, vor der schrecken, glaube ich, viele zurück. Für uns hat es sich auf jeden Fall gelohnt, muss ich sagen. Und ich glaube, am Ende sind wir nicht teurer rausgekommen. Man kann natürlich auch darüber nachdenken, das Material, die Werkzeuge zu kaufen und am Ende wieder zu verkaufen. Und dann geht die Rechnung meines Erachtens auf jeden Fall auf. Zusätzlich sind so kleine Helferlein ganz gut, beispielsweise so einen rechten Winkelhalter, damit man wirklich immer die rechten Winkel für beispielsweise Rahmen, für die Fenster gut hinbekommt. Das ist auf jeden Fall eine super Zeitersparnis und man arbeitet einfach sauberer am Ende des Tages. Zusätzlich kann ich auch jedem empfehlen, eine gute Kartuschenpresse zu kaufen. Das sind so Sachen, da denkt man, ja, das kriege ich auch mit einer 9-Euro-Presse hin. Aber man arbeitet sich da einfach den Wolf ab und ist einfach nur noch frustriert und pfuscht dann am Ende und hat überall Klebstoff rumliegen. Deswegen überlegt euch das. Holt vielleicht so eine mittelteure Kartuschenpresse. Das kann ich euch empfehlen. Damit haben wir auf jeden Fall viel besser gearbeitet und am Ende auch viel sauberer gearbeitet. Für welches Ökosystem ihr euch entscheidet, von den großen Marken, ob die jetzt grün oder blau oder gelb sind, ist am Ende, glaube ich, egal. Es macht natürlich Sinn, bei einem Hersteller dann zu bleiben, weil die Akkusysteme dann auswechselbar sind. Und das Teure sind natürlich die Akkus.
wisst ja, dass wir mittlerweile schon seit längerem mit EcoFlow zusammenarbeiten. EcoFlow ist einer der führenden Hersteller für tragbare Powerstations. Aber EcoFlow macht nicht nur das, sie haben ein ganz neues, sehr spannendes Produkt auf den Markt gebracht. Diese Woche ganz neu auf den Markt gekommen ist die EcoFlow Glacier. Der EcoFlow Glacier ist ein tragbarer Kühlschrank. Das Interessante an der Glacier ist, dass es nicht nur ein tragbarer Kühlschrank mit einem großen Fassungsvermögen von 38 Litern ist, sie dienen gleichzeitig auch als Powerbank. Die einsetzbaren Batterien haben eine Größe von 298 Wattstunden, also das ist schon einiges. Und damit kommt der Kühlkörper bis zu 40 Stunden ohne Stromkabel aus. Die einsetzbaren Batterien könnt ihr dann als Powerbank benutzen und beispielsweise euer Laptop mit 100 Watt laden. Und das Coole ist, dadurch, dass es wie eine Powerbank funktioniert, könnt ihr auch ganz normal euer Solarpanel daran anschließen. So finde ich persönlich wirklich genial. So habt ihr bei der nächsten Grillparty immer sofort Strom parat und könnt alles kühlen. Bedient wird die Glacier genauso wie eure Powerbank über die EcoFlow App und ihr könnt da wirklich jedes Detail einstellen. Wunschtemperatur als auch die Temperaturanzeige, wie kalt es da drinnen schon ist, wird dort alles angezeigt. Und außerdem bedient ihr mit der App auch mein absolutes Highlight der Glacier. Ich kann es kaum glauben, man kann mit der Glacier Eiswürfel machen. Ein leistungsstarker 120 Watt Kompressor ermöglicht durchgefrorene Eiswürfel in nur 12 Minuten. Das heißt, ihr könnt überall hin eure Glacier nehmen und habt immer frisch gekühlte Getränke oder Lebensmittel. Und auch sonst lässt sich die Kühlleistung echt sehen. Innerhalb von 15 Minuten schafft die Glacier von 30 Grad auf 0 Grad runter zu kühlen. Mit unserem Rabattcode bekommt ihr 5% auf eure Glacier. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Kommen wir nun zu einem der wichtigsten Bauteile, wie ich finde, nämlich der Heizung. Ihr hört sie vielleicht gerade klackern, sie arbeitet nämlich, ist ein bisschen frisch draußen und man unterschätzt das. So ein Auto kühlt super schnell aus und es wird wirklich eiskalt in dem Van, vor allem wenn man drinnen schlafen möchte und auch das schon bei 7, 8 Grad, also es müssen nicht mal Minustemperaturen sein, damit man sich gerne eine Heizung wünscht. Und wir hatten bei unserem ersten Van tatsächlich überlegt, aus Geldgründen, ob wir die Heizung weglassen sollen und das wäre wirklich fatal gewesen. Also in jedem Land, in das wir bisher waren, kann es sehr, sehr kalt werden. Ob das jetzt Marokko oder Spanien ist, selbst im Sommer, wenn man sich an der falschen Ecke befindet, kann man sehr, sehr schnell froh über eine Heizung sein. Deswegen kann ich das auch nur jedem empfehlen, baut euch eine Heizung ein, auch aus Gründen des Kondenswassers, weil ab und zu muss man den Van einfach mal trocken kriegen. Macht das auf jeden Fall, baut die ein, baut die aber auch vor allem clever ein. Wir haben uns für eine Planar 2D entschieden, die ist sehr, sehr zuverlässig. Die macht eigentlich keinerlei Probleme, solange sie 3 Sachen bekommen, nämlich Strom, Luft und Diesel. Und das sind eigentlich alles Einbaufehler am Ende des Tages. Und wenn ihr alles richtig einbaut, habt ihr mit der Heizung, würde ich behaupten, so gut wie nie Probleme. Die ist wirklich sehr, sehr zuverlässig. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit der. Holt euch auf jeden Fall aber das neuere Bedienpanel, weil die älteren Generationen, die sind einfach furchtbar zu bedienen und es ist wirklich sehr, sehr komfortabel und sehr, sehr schön, wenn man einen Timer integrieren kann in die Heizung und aus dem Bett sozusagen raus schon steuern kann, dass morgens die Heizung angeht, bevor man aufsteht. Also das ist wirklich sehr, sehr schön, sehr angenehm, komfortabel und kostet jetzt nicht die Welt extra. Was meine ich mit den 3 Einbaufehlern? Jetzt kommen wir zu den Tipps, falls man sich die selber einbauen möchte. Zum einen passt auf, wie ihr das ganze Management mit der Dieselschlauchleitung macht. Die darf nicht zu lang sein, die muss relativ nah dran sein, damit sich die Pumpe nicht den Wolf abarbeitet. Also guckt da, dass ihr die
idealerweise ein bisschen weiter nach vorne baut und nicht so weit nach hinten. Das könnte zum Problem werden für die Pumpe, was auch ganz, ganz wichtig ist, was ich in Foren gelesen habe, was oft verkehrt gemacht wird. Was wir tatsächlich auch verkehrt gemacht haben, ist, dass man ja die Zu- und Ablaufluftschläuche zu sehr knickt. Das heißt, die Winkel sind einfach ja zu groß ab 90 Grad. Gerade bei der Abluft muss man dann aufpassen, beziehungsweise sollte man am besten gar nicht machen. Also möglichst gerade den Ablaufschlauch legen, damit da nicht so viele Knicks drin sind, damit die Heizung keinen Luftstau bekommt, denn die schaltet automatisch ab, wenn die Heizung zu heiß werden sollte und wenn sich da Luft staut. Deswegen achtet drauf, wie ihr euren Van plant. Wir haben es tatsächlich so gemacht, wie man es nicht machen sollte. Wir haben einmal 90 Grad Knick beim Zulauf und bei der Abluft ist es so, naja, ich sag mal irgendwas zwischen 90 und 45 Grad. Das ging leider nicht groß anders bei uns. Den Zulaufschlauch könnte man getrost abschrauben, das ist jetzt nicht so fatal. Bei der Abluft ist bei uns ein bisschen tricky, weil da einfach nicht mehr so viel Raum ist. Deswegen überlegt euch das gut, wie ihr das macht. Wir haben bisher Glück, sie läuft immer noch ganz gut. Es kann aber auch sein, bei einigen Fällen hatte ich das gelesen, dass das erst nach einem Jahr aufkommt, das Problem, dass die Heizung dann streikt und nicht mehr läuft. Da muss man sich was überlegen und da muss man den Abluftschlauch irgendwie ein bisschen anders legen. Bei uns ist das vor allem der Fall, weil wir so ein Y-Scharnier drin haben, damit wir die Luft entweder ins Bad oder in den Wohnraum leiten können. Deswegen ging das bei uns jetzt nicht groß anders. Bisher läuft sie ganz gut. Wir hatten einmal das Problem, dass die Heizung verstopft ist, einfach weil im Ansaugluftschlauch so viel Staub reingekommen ist, dass sie nicht mehr genügend Frischluft bekommen hat. Deswegen müsst ihr dran denken, unbedingt, dass ihr eine Revisionsklappe einbaut. Das haben wir auch nicht gemacht bei unserem Van. Die haben wir jetzt sozusagen nachgerüstet, nachgeschnitten hier in die Podestplatte, kommen jetzt an die Heizung ran und können da auch mal die Schläuche sauber machen. Daran müsst ihr unbedingt denken, damit ihr da auch später noch rankommt an die Heizung, sonst kann es sein, dass sie einfach irgendwann streikt und nicht mehr funktioniert. Die Planar 2D ist meines Erachtens nach in der 2 kW Form auch die günstigste auf dem Markt mit einer E-Nummer, mit einer E-Prüfnummer. Achtet da auf jeden Fall drauf, dass ihr eine Heizung mit E-Nummer nehmt, gerade für den TÜV, wenn ihr das ummelden wollt. Die achten spätestens drauf. Nach unserer Planar 2D ist eine Puntmann-Therme für 6 Liter angeschlossen. Das heißt, die wird über die warme Luft gespeist, die jetzt hier Richtung Dusche läuft. Und das sorgt dafür, dass wir warm duschen können. Das klappt wirklich super. Das ist ein Edelstahl-Boiler, der geht nicht kaputt. Den kann man sogar mit 12 Volt betreiben. Das haben wir bisher noch nicht ausprobiert, weil das natürlich sehr, sehr viel Strom verbraucht. Und ja, ich würde es jetzt erstmal nicht jedem empfehlen, das über Strom zu machen, außer wenn man einfach zu viel übrig hat, dann kann man das natürlich sehr gerne machen. Ansonsten läuft es aber sehr gut über die Dieselstandsheizung. Man muss natürlich gucken, im Sommer ist dann natürlich besser, wenn man die Dieselstandheizung auslassen kann. Im letzten Van hatten wir eine Truma-Therme, die war aus Plastik, der Behälter war aus Plastik und die ging wirklich super schnell kaputt. Und davon würde ich auf jeden Fall abraten. Holt euch ein bisschen was Teureres. Puntmann hat da wirklich genau den Need gefunden. Das ist ein polnischer Hersteller, der diese Edelstahl-Thermen herstellt. Meines Erachtens nach die beste Wahl zu dem Preispunkt. Die sind noch gar nicht so lange auf dem Markt. Die haben wir relativ frisch bekommen zu Release sozusagen. Und können auch bisher nur Gutes von berichten. Was natürlich immer ein Fall ist, dass die Schellen, die an den Thermen ran sind, sich lösen können und da Wasser austreten kann. Das hat nichts mit der Therme an sich zu tun, aber achtet da einfach drauf, dass ihr da regelmäßig kontrolliert, dass die Schellen richtig sitzen, dass sich die nicht gelöst haben. Die lösen sich während der Fahrt, das ist ganz normal durch die Vibration, dass ihr die ab und zu mal nachzieht oder guckt, dass ihr Schellen nehmt, die einfach gut sitzen, damit euch da nicht das Auto unter Wasser gesetzt wird. Und wenn wir gerade beim Thema Heizung und Wärme sind, wir haben das Fahrzeug mit Insul-Roll gedämmt. Das ist ein Substitut zu Armaflex, dem bekanntesten Produkt auf dem Markt, was Isolation, selbstklebende Isolation angeht. Ist im Prinzip genau dasselbe Material, es ist einfach nur ein Stück weit günstiger. Es gibt eine ganze Handvoll Konkurrenzprodukte zu Armaflex. Die Tests, die ich im Internet gefunden habe, schließen darauf hin, dass es relativ dasselbe Material ist.
Also man kann die getrost verwenden. Achtet auf jeden Fall nur drauf, dass das die Materialien sind oder die Versionen, die nicht ausdünsten und nicht euer Fahrzeug in üble Gerüche versetzen, die zu Kopfschmerzen oder Schlimmeren führen können. Deswegen achtet da wirklich auf die hinteren Nummern, dass ihr das richtige Material verwendet. Wir haben hauptsächlich mit 19 mm Insulroll XT gedämmt, sind relativ zufrieden. Natürlich könnte es an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich besser isoliert sein, aber es ist auch ein großes Fahrzeug mit relativ vielen Holmen und Holme gut zu isolieren ist sowieso so ein Thema an sich. Wichtig ist nur, dass man was bei dem Thema macht. Es ist nicht nur wichtig, dass das Auto wärmer bleibt, sondern auch, dass sich an den Stellen kein Kondenswasser bildet, wo man es nicht haben möchte. Das heißt, am Endeffekt rostet euch das Auto unterm Arsch weg an den ein oder anderen Stellen, weil sich da einfach so viel Kondenswasser bildet. Das ist echt wichtig im Gegensatz zu Alubutyl. Das wird dafür verwendet, um ein bisschen Schall zu isolieren. Wir haben ein komplettes Video zu dem Thema mit Christian von Road and Board gemacht. Wir haben da so ein kleines Experteninterview mit ihm geführt und seine Meinung erfragt und wir kamen zum selben Schluss, dass sich das Thema nicht wirklich lohnt. Also in manchen Spezialfällen schon, aber um einen Campervan von Geräuschen zu isolieren, guckt euch gerne das Video an. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. All unseren Fenstern, sowohl die Seitenfenster, die beiden großen hier, als auch die kleinen im Bad und hinten, haben wir uns für Fenster vom Hersteller bzw. vom Vertrieb Belluna entschieden. Wir sind sowohl mit dem Einbau, mit dem Preis, als auch mit der Qualität wirklich zufrieden, muss man sagen. Wir wurden oft darauf angesprochen, dass sie relativ cool von außen aussehen, weil sie relativ flach aufliegen. Sowohl die Seitenfenster als auch die Dachluke sind relativ flach, stehen somit nicht ab und man erkennt nicht ganz so schnell, dass es sich um einen Camper handelt. Das finden viele von der Optik relativ schick, wir auch. Sie sind mit einem schwarzen Rahmen, Metallrahmen versehen. Die Tönung ist schwarz, sie sind gut verbaut. Sie haben hier diese Stabilisatoren, die Zylinder. Beim Einbau ist ganz cool, es wird ein Metall-Zwischenrahmen mitgeliefert. Es ist ein bisschen fummelig, da die genauen Schraublöcher zu finden. Wenn man es dann mal hat und die Spannung richtig drauf ist, lassen sie sich ganz gut einbauen. Es ist immer noch ein bisschen hakelig an der einen oder anderen Stelle. Aber ich glaube, das ist ganz normal beim Fenster einbauen, dass es manchmal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen hakelig ist. Man kriegt es aber hin. Der Zwischenrahmen hilft auf jeden Fall Stabilität reinzubringen in das ganze System und dann einfach diesen Plastikrahmen hier, diesen Zierrahmen mit den Jalousien dann drauf zu klipsen. Sie sind relativ dunkel getönt. Das kann man mögen, muss man nicht mögen, je nachdem. An manchen Tagen wünschte ich es mir ein bisschen heller, aber klar, wenn die Sonne scheint oder wenn Leute dran vorbeigehen, ist es ganz cool, wenn sie getönt sind und man nicht so schnell reingucken kann. Ihr seht hier die Verriegelung, die sind nochmal extra gesichert mit diesen roten Schniepis hier. Die kann man dann aufmachen und dann lässt sich das Fenster ganz leicht aufmachen. Durch die Zylinder hier an den Seiten werden die Fenster dann gehalten. Und ihr seht, die Fenster lassen sich auch relativ weit öffnen. Jetzt nicht wirklich im 90-Grad-Winkel, aber schon knapp. Ebenso wichtig wie die Heizung ist natürlich das Stromsystem im Van. Es darf auf gar keinen Fall fehlen, um Kühlschrank, Heizung und Licht zu betreiben. Das seht ihr hier neben mir. Wir haben das hier hinten eingebaut. Das würde ich tatsächlich nicht jedem empfehlen. Ich glaube, die bessere Position ist, das ganze System und vor allem die Batterie weiter nach vorne zu bringen an das Cockpit. Denn da befinden sich die besten Erdungspunkte des Fahrzeuges, die großen Erdungspunkte. Und da könnt ihr die ganze Batterie und die ganzen großen Systeme wie den Ladebooster besser anschließen und spart euch Kabelmeter und das ist am Ende sehr, sehr viel Geld, gerade bei den dicken Durchmessern. Deswegen würde ich persönlich das lieber weiter nach vorne packen. Das ging für unser Layout leider nicht. Oder besser gesagt schwierig, weil wir da vorne den Drehsitz haben wollten. Falls ihr ein anderes Layout plant, überlegt euch auf jeden Fall, das weiter nach vorne zu packen, an die linke Seite hinter dem Fahrer oder auf die rechte Seite hinter dem Beifahrer beispielsweise. Da kann man die Kabel wesentlich besser legen. Ihr seht jetzt hier unten unsere große Batterie von Wattstunde. Das ist eine 300 Ampere-Stunden Batterie mit Heizmatte drin. Mit der sind wir bisher sehr, sehr zufrieden. Also ein bisschen ausbaufähig ist leider die App. Die ist sehr gewöhnungsbedürftig und naja, ich würde mal sagen,
verbesserungswürdig. Wir hatten davor eine günstige Batterie mit 180 Ampere-Stunden von Belluna. Die hat uns am Ende echt Probleme gemacht. Die würde ich jetzt auf lange Sicht jetzt nicht mehr empfehlen. Der Händler hat die Batterie aber anstandslos am Ende ausgetauscht. Überlegt euch auf jeden Fall gut, wie viel Amperestunden ihr braucht. Wenn ihr mit 2 Laptops arbeitet, sind 200 plus Amperestunden mit einer Lithium-Ionen-Batterie meines Erachtens nach schon fast Pflicht. Und eher Richtung 300 Amperestunden, je nachdem, wie gut und wie energiesparend eure Laptops arbeiten. Ich würde euch aber auf jeden Fall empfehlen, eher größer zu gehen. Das lohnt sich auf lange Sicht auf jeden Fall und spart euch so eine Menge Stress. Was ich euch auch empfehlen kann, ist auf jeden Fall die Kombination zwischen Ladebooster und Solarpaneele zu machen. Dann seid ihr einfach noch unabhängiger und könnt immer wählen, wie ihr am besten euren Strom bekommt. Wir haben hier zusätzlich noch ein Batterieladegerät von Victron. Das brauchen wir tatsächlich nicht so oft, bin aber doch froh über die Option, das mal zu haben. Falls man einfach einen 230 Volt Anschluss hat und die Sonne einfach nicht scheint, dann kann man es auch einfach so laden. Muss aber nicht sein. Also gerade für die Leute, die viel frei stehen, achtet lieber drauf, dass ihr ein bisschen mehr Solar habt oder dass das Ganze mit dem Ladebooster gut funktioniert. Thema Ladebooster ist immer so eine Sache. Das ist wahrscheinlich so mit das Schwierigste zum Anschließen, so von meinem Gefühl. Und das ist auch das Teil, was gerne mal kaputt geht. Wir haben jetzt hier einen 50 Ampere Ladebooster von Votronic. Den seht ihr hier. Klappt bisher auch reibungslos, muss ich sagen. Den kann man mit den WIP-Schaltern hier oben wirklich auf seine Bedürfnisse noch konfigurieren und einstellen. Muss man auch machen. Achtet da auf jeden Fall drauf, bevor ihr den anschließt, dass ihr den richtig konfiguriert habt. Nicht, dass da irgendeine Sicherung durchschmort. Beim Thema Wechselrichter scheinen sich, glaube ich, auch so ein bisschen die Geister. Wir haben da sowohl gute Erfahrungen mit dem teureren Gerät als auch mit dem günstigeren Gerät gemacht. Deswegen da bin ich ein bisschen indifferent zu entscheiden, muss man da ein bisschen mehr Geld ausgeben oder reicht auch die günstigere Variante. Guckt einfach, dass ihr genügend Watt habt. Geht da eher an die untere Grenze. Von meinem Gefühl her braucht man das gar nicht so oft, wie man vielleicht am Anfang denkt. Also für uns ist es tatsächlich nur der Milchaufschäumer und das Ladegerät von Annes Laptop. Es gibt schon viele Möglichkeiten, einfach nur 12 Volt zu betreiben und damit happy zu werden. Geht da wirklich so aufs Minimum von 230 Volt Geräten, die ihr braucht und erspart euch das Elend, sondern bleibt einfach bei dem 12 Volt, was ihr ja eh schon habt. Und die meisten Geräte betreiben ja sowieso 12 Volt. Beispielsweise Laptops oder Kameras oder sonstiges, Handys, die sind ja alle schon 12 Volt, deswegen hat man ja eigentlich immer nur eine Verlustleistung, wenn man da einen Inverter dazwischen schaltet. Was aber wirklich ganz wichtig ist, und da würde ich auch wirklich jedem nur wirklich von abraten, günstige Sicherungen zu kaufen. Beispielsweise HiFi-Sicherung für 12 Volt Systeme, die ihr verbauen wollt. Macht das nicht. Macht das nicht, kauft euch gute Sicherung, kauft das am besten von einem Händler, der sich darauf spezialisiert hat, Sicherung für 12 Volt in einem Fahrzeug zu verkaufen. Das ist am Ende wirklich entscheidend, ob euer Auto in Flammen steht oder nicht. Verwendet auf gar keinen Fall HiFi-Sicherung in eurem System. Ich würde euch auch davon abraten, Stromdiebe zu verwenden. Durch Rütteln oder durch Fahrzeugbewegungen können die sich lockern und dann können wirklich böse Geschichten passieren. Hier unten unter dem Gerümpel seht ihr unseren Wassertank. Hier seht ihr unseren Zulaufschlauch für das Wasser. Und Wasser ist tatsächlich ein kritisches Thema, wenn es ums Thema autark stehen geht. Überlegt euch gut, wie eure Gewichtsverteilung ist. Das ist relativ schwer am Anfang zu sagen, wie man mit dem Gewicht hinkommt. Deswegen ist es gar nicht so easy. Aber umso größer euer Wassertank, umso mehr Freiheit gewinnt ihr am Ende. Ihr müsst euch vorstellen, Wasser ist für uns immer das Thema gewesen, was als erstes ausgegangen ist. Es ist nicht Gas, es ist meistens nicht der Strom, sondern es ist das gute alte Wasser und das braucht man einfach. Je nachdem, wie sparsam man mit dem Wasser umgeht, gerade mit dem Abwaschen, mit dem Duschen, wenn man eine Dusche hat, ist das Thema, was echt nerven kann, um wieder Wasser aufzufüllen, weil es gibt nicht immer Wasser zur Verfügung, um gratis oder überhaupt irgendwo aufzufüllen. Deswegen überlegt euch, wie groß euer Wassertank sein kann. Das müsst ihr am Ende bestimmen, wie viel Gewicht und wie viel Platz ihr zur Verfügung habt. Wir haben hier einen 150 Liter Wassertank und damit kommen wir
gut eine Woche. Also wirklich gut eine Woche, je nachdem, auch gerne mal 1,5. Wenn man da ein bisschen Wasser haushaltet, kommt natürlich darauf an, wie oft man duscht und welche anderen Duschmöglichkeiten man vielleicht in der Umgebung hat, kann man bestimmt auch 2 Wochen damit hinkommen. Aber entspannt eine Woche stehen, das ist schon echt ein Luxus und das entspannt auch auf lange Sicht, gerade wenn man dann arbeitet oder wenn man einfach sich nicht bewegen möchte. Überlegt euch deswegen gut, wie groß euer System sein kann. Wir hatten in unserem Vorgängerfahrzeug einen Radkasten-Wassertank eingebaut. Das würde ich im Nachhinein nicht mehr wirklich empfehlen. Zum einen ist er relativ schwierig zu fixieren und einzubauen, damit er sich nicht bewegt während der Fahrt. Zum anderen wird auch relativ viel Platz verschwendet, weil die Form einfach ein bisschen doof ist, um da Wasser reinzufüllen, da viel oben raus ist, was man nicht wirklich nutzen kann. Überlegt euch das gut, ob ihr das machen wollt. Die sind auch relativ teuer, deswegen würde ich davon abraten und zu einer Standardform hingehen und einfach einen stinknormalen rechteckigen Wassertank einbauen. Damit hier vorne bei uns auch Wasser ankommt, haben wir hinten in der Garage eine Druckwasserpumpe von Lilie eingebaut. Da sind wir auch bisher sehr zufrieden, die verrichtet ihren Dienst. Der Nachteil von Druckwasserpumpen ist zum einen, dass sie teurer sind als die gute alte Tauchpumpe. Und zum anderen, besteht die Gefahr, dass man das ganze Auto unter Wasser setzt, wenn irgendwo sich eine Schelle oder irgendwas löst. Um dem vorzubeugen, haben wir hier unter der Spüle einen kleinen Schalter installiert, damit wir die Druckwasserpumpe jederzeit ausstellen kann. Das machen wir vor allem, bevor wir ins Bett gehen oder wenn wir das Fahrzeug verlassen, damit da einfach nichts passieren kann. Dann ist noch ein bisschen Druck im System, aber es wird nicht einfach immer nachgepumpt, wenn sich irgendwo was löst. Das kann ich auch nur wirklich jedem empfehlen. Baut zusätzlichen Schalter ein. Lasst die Pumpe nicht dauernd aktiv, sonst, Wir haben zusätzlich noch eine Tauchsonne von Votronic hier drin. Die ist auch echt gut, weil wir haben unseren Wassertank geschwärzt. Das heißt, wir haben Isolierung drum gemacht. Sprich Armaflex oder Insorol in unserem Fall, damit kein Licht reinkommen kann und damit sich keine Algen oder irgendwelche Ablagerungen bilden können im Wasser, was passiert, wenn das nicht der Fall ist und wenn die Tanks durchsichtig weiterhin sind. Damit können wir nicht reingucken und damit wissen wir auch nicht so wirklich, wie viel Wasser drin ist. Das heißt, das ist unser einziges Mittel, um da zu kontrollieren, ob wir noch Wasser haben oder nicht. Bei so einem großen Wassertank sind die mehr oder minder genau, also man kann sich da nicht zu 100% drauf verlassen, weil die kleinste Unebenheit dazu führt, dass das Wasser ganz anders im Wassertank steht. Aber man hat so ungefähr einen Richtwert, wie viel der Wasser da noch drin ist. Der Vorteil wiederum von einem Druckwassersystem ist, dass ihr ganz normale Armaturen einbauen könnt und nicht auf die Camping-Armaturen angewiesen seid, die erstmal teurer sind, in der Regel nicht ganz so schön aussehen und meistens aus Plastik bestehen. Überlegt euch das, auf welches System ihr setzen wollt. Wir hatten im Vorgängermodell in unserem früheren Fahrzeug auch eine Tauchpumpe ganz normal in unser Wassersystem integriert. Das ging auch, das war auch nicht schlecht, das war vor allem günstig und einigermaßen praktikabel. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Es sind ziemlich viele Informationen. Falls irgendein Thema überhaupt nicht zur Sprache kam oder ihr irgendwelche Informationen mehr zu einem Thema braucht, schreibt es gerne in die Kommentare runter. Falls ihr das Video hilfreich fandet und ihr was mitnehmen konntet, lasst gerne ein Like da. Das hilft uns und gibt uns ein positives Feedback und wir können in Zukunft mehr von diesen Videos machen. Das soll es aber erstmal von dem Video gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut zusammen!